Also ich habe noch keine Ahnung, ob das funktioniert, aber ich habe einen Plan. Ich möchte hier mit der Strukturmasse eine abstrakte Landschaft entstehen lassen mit Himmel, Feldern und vielleicht sogar einem Rapsfeld. Also das fühle ich hier gerade. Und ja, apropos fühlen, du kannst natürlich auch deine Strukturmasse wunderbar einfach mal mit der Hand auftragen. Also die Masse habe ich schnell angerührt und die kannst du mit der Hand auftragen oder natürlich auch wieder das große Palettenmesser nehmen und die Masse damit verteilen. Ich sehe hier oben so einen Feldrand mit so Büschen und Bäumchen und deswegen brauche ich hier nur so ein bisschen Strukturmasse hier oben. Das ist gerade so, als würde ich hier schon wieder am Feldrand stehen und so über die Rapsfelder gucken und über diese hügelige Landschaft. Aber jetzt lasse ich es erstmal einmal trocknen. Ah, es ist noch sehr klamm. Das merkt man immer, weil es so noch kalt ist und es ist auch noch ein bisschen weich. Also lass es gut durchtrocknen. Ich will jetzt natürlich weitermachen und deswegen ja auch noch mit Wasser. Das ist immer so eine Sache, ne? Ich hoffe jetzt, dass nicht gleich meine ganze Masse sich hier auflöst, aber einigermaßen trocken war es ja. Und das ist halt genau das, was ich so gerne mag. Diese Spuren, die dann ja auch die Farbe, die die Struktur wieder sichtbar macht. Also dieses bisschen Farbe und schon passiert hier mit der Struktur halt was. Und das sind so schöne Effekte und die erinnern mich jetzt natürlich auch an die Erde, an den Sommer, wenn es so trocken ist und die Erde so rissig ist. Ein bisschen dunkler kann es noch werden und vor allen Dingen, du musst nicht sauber arbeiten. Also die Pinselspuren dürfen einfach da bleiben. Es wäre ganz schön, wenn er sich hier noch ein bisschen mischt, der Farbton. Aber es ist ein bisschen trocken. Ich muss hier von hier unten nochmal den Farbton da hochholen und dann noch ein bisschen weiterarbeiten. Ja, hier ist so die Grenze. Also bis dahin soll so der Himmel gehen. Mein Himmel ist jetzt gerade noch braun, aber ja, ist gut so. So grenze ich das gerade so ein bisschen ein. Und ich möchte nachher so einen Gewitterhimmel. Das mag ich so am Sommer, wenn der Himmel so dunkel wird. So, jetzt kommt mein Blau. Ja, was für eine schöne Linie. Schon wie so ein Gewitter, was so Risse in den Himmel reinzieht. Lasse ich es ein bisschen verlaufen. Deswegen brauche ich einfach mal ein bisschen Wasser dafür. Das ist nur noch so ein Rest in meiner Flasche. Ah, es sieht aus wie so ein Sternenhimmel, ne? Ich könnte jetzt hier so ein paar Wolken draus modellieren, aber es passt nicht. Das merke ich schon gerade. Aber ich verstreiche das hier einfach noch mal ein bisschen. Und jetzt brauche ich noch einen anderen Farbton dazu. Ja, so ein Braun im Himmel, oder? Ich meine, da denkt immer keiner dran. Aber du weißt ja, übers Farbenmischen
entsteht immer ganz viel Erkenntnis vor allen Dingen auch. Und damit wird man auch wieder freier im Prozess. Ja, die Farben gefallen mir hier ganz gut und das hatte ich nicht erwartet. Denn dieses ganze Feld hier, dieses helle Feld, hat so eine schöne Farbe. Und eigentlich wollte ich hier das Gelb raufbringen. Das sollte eigentlich mein Rapsfeld werden. Und jetzt stehe ich da. Ja, was mache ich jetzt? Das ist so ein ganz typischer Punkt, finde ich. Also die Fläche gefällt mir total gut. Und ich merke jetzt total, wie ich hin und her überlege, was ich jetzt mache. Und das sind so Dinge, die sieht immer keiner, ne? Aber ich mache es nicht. Also ich verwerfe meinen Plan. Ich hatte ja eh nur das gelbe Feld vor mir gesehen. Nur ist gut, ne? Mit Weiß jetzt gemischt sieht es natürlich ganz anders aus. Und du weißt, wenn man mit Weiß was mischt, dann wird es sowieso anders. Genau, jetzt überlege ich gerade, wie ich den Farbton hier hinkriege, sodass er mir immer noch gefällt, also warm genug wird. Aber ich glaube, das passt. Ist gar nicht schlecht. Ja, das ist auch gerade spannend. Ich muss gerade an mein Buch denken. Tatsächlich. Weil da spreche ich genau darüber. Ne? Das sind jetzt alles Flächen. Und wie kriegt man die Fläche so hin, dass die dann auch wirklich das sagt, was man sagen will? Und manchmal stören dann genau die Pinselstriche, manchmal braucht man sie. Aber mir fehlt jetzt genau was. Jetzt habe ich es. Mir fehlt hier einfach eine Linie. So, jetzt ist noch mal eine Möglichkeit da. Ich kann es einfach aufkippen. Auch das sieht immer keiner, ne? Ja, heute bin ich echt ein bisschen am Überlegen, weil ich was gesehen hatte vor mir und ja, ich weiß nicht genau, wo ich es jetzt hinsetzen soll, weil es nicht mehr das ist, was es ursprünglich war. Vom Gefühl her hat sich was verändert. Oder hat sich was verändert? Nee, eigentlich ist es ja noch. Irgendwie ist es ja noch. Aber es ist jetzt so klein, ne? Was für ein winziges Feld. So ein kleines Rapsfeld hier am Rand. Ja, ich weiß nicht. Aber ich muss es jetzt einfach ausprobieren. Weil sonst weiß ich es erst recht nicht. Packe ich es jetzt hier hin? Hier könnte es auch gut hin. Das ist eh so die Kante von Himmel zur Erde. Nee, komm, ich mache das hier noch hin. Hier kommt jetzt mein Rapsfeld hin. Und ich bin ganz vorsichtig natürlich, weil das noch nass ist. Und ich will ja den reinen gelben Farbton hier haben. Ich nehme es wieder weg.
wegnehmen jetzt ist besser, als es trocknen zu lassen und überzumalen. Also hier kann ich einfach wieder ein bisschen Blau raufgeben. Ich muss das hier auflösen. Das ist nur eine Fläche und die Fläche passt einfach nicht. Aber ich glaube, jetzt so mehrere kleine Flächen, wie kleine Inseln hier, kleine Rapsfelder, das passt viel, viel besser. Anders als geplant. Also ich hatte ja nur das, naja, im Grunde genommen habe ich ja auch geplant, ein Rapsfeld zu machen. Ich habe es ja sogar gemacht. Also das ist mein abstraktes Rapsfeld mit dem Himmel. Es regnet. Und ja, es ist hier noch nass. Und hier oben sieht man so schön die Textur, das Braun, die Erde, der Sommer, der Regen. Ja, doch, das passt für mich. Es ist sehr, sehr stimmig. Also es drückt das aus, was ich sagen wollte oder was ich gefühlt habe. Und ich hätte es gar nicht besser machen können, aus meiner Sicht jetzt. Ja, aber genau das kann man nicht planen. Also man muss sich schon irgendwie drauf einlassen und dann ist es auch viel schöner. Also auch wenn es zwischendurch stockt und man überlegt, am Ende ist es doch trotzdem einfach machen. Also ob jetzt mit Papier oder Strukturmasse, die ist schnell angerührt. Mach einfach und hab einen ganz schönen Sonntag. Mach's gut. Tschüss. Ja, das ist ein interessantes Thema, dieses mittendrin stecken bleiben. Und wenn sich dann noch der Kopf einschaltet, dann kann es ganz schön schwierig werden. Vielleicht kennst du das. Also das kann bis zum Nicht-Weiter-Wissen sich an sich zweifeln und ja, an der ganzen Welt zweifeln. Kann sogar auch bis dahin gehen, glaube ich. Also mach dein Können nicht an diesem einen Werk fest. Also das ist es, glaube ich, einfach. Sondern guck einfach, was jetzt da entstanden ist. Und wenn es mit dem Bild nicht geht, wenn dein Plan nicht aufgeht mit dem Werk, dann ist es das nicht. Dann ist es ein anderes. Und dann kommt das noch. Dann wird irgendwann der Zeitpunkt schon noch kommen, wann das Bild dran ist. Aber dann ist jetzt gerade was anderes dran. Also das kann ich, glaube ich, nur mal so kurz anreißen. Das Thema ist so umfassend. Da schreibe ich, mal gucken, ich schreibe vielleicht einen Teil dazu in meinen Denkraum. Ja, aber du machst es möglich über deine Kommentare hier, dass ich das überhaupt mit einfließen lassen kann. Nicht diese Technik, sondern einfach auch, natürlich ist die wichtig, Technik, aber eben auch ganz viel ausprobieren und suchen und eben auch Neues finden. Also danke fürs Teilen deiner Gedanken, danke für deinen Kommentar darüber und ja, schön, dass du hier bist und wir hier diese wunderschöne Gemeinschaft haben. Mach's gut. Tschüss.